Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die empfängt heute gleich mehrere europäische Kollegen zu Beratungen über den Ukraine-Krieg, und zwar in der Berliner Borsigvilla. Natürlich wird aber auch die Situation in Syrien bei den Gesprächen ein zentrales Thema sein. Denn nach dem Sturz des Assad-Regimes gibt es international Besorgnis darüber, welche Richtung die von Islamisten dominierte neue Regierung in Damaskus einschlagen wird. Auch wenn die erneut verspricht, allen Menschen und Religionsgemeinschaften Rechte zu garantieren. Matthias Heinrich. Das könnte ihre große Chance sein, zum Ende der Amtszeit zu glänzen. Annalena Baerbock fällt mit dem Sturz des Assad-Regimes eine diplomatische Herausforderung in den Schoß, die schwer zu handeln ist. Deutschland schloss 2012 seine Botschaft in Damaskus. Es herrschte Funkstille. Baerbock warnt nun nach Abzug der Russen und der Iraner indirekt die Türkei und auch Israel davor, sich in den Findungsprozess der Syrer einzumischen. Syrien darf nicht erneut zum Spielball ausländischer Kräfte oder Mächte werden. In enger Abstimmung mit unseren Partnern muss es jetzt darum gehen, positive Entwicklungen in Syrien zu fördern und negative Einflüsse zu unterbinden. Das heißt ganz konkret, dass es einen syrisch geführten Dialogprozess braucht, den wir als Europäer und als Deutsche unterstützen werden. Die neuen syrischen Machthaber sind keine Waisenknaben, ihre Rebellenhochburgen keine Horte der Meinungsfreiheit gewesen. Gerade deshalb müsste die Ministerin eigentlich nun in den Flieger steigen, Gespräche suchen und Angebote machen, damit Syrien stabil wird, für Millionen Flüchtlinge wieder eine Heimat bietet. Ich finde, die Bundesregierung muss raus aus jeder Teilnahmslosigkeit. Die Top-Priorität der deutschen Außenpolitik muss jetzt sein, für stabile Verhältnisse in Syrien zu sorgen. Das können wir nicht alleine, das müssen wir mit anderen zusammentun. Wir müssen alles dafür tun, dass dort keine Verfolgung stattfindet. Dann sind nämlich die Voraussetzungen gegeben, dass viele Menschen, es sind ja fast 1 Million aus Syrien, die zu uns geflohen sind, dass viele dieser Menschen auch wieder zurückkehren können. Doch Baerbocks Worten folgen bisher keine Taten, sondern die Einsetzung eines Syrien-Koordinators. Die scheidende Außenministerin offenbar von Reiseunlust befallen. Diese Chance muss genutzt werden. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie endlich Außenpolitik macht, dass jemand vor Ort ist. Die Außenministerin hat einen Beauftragten ernannt. Das ist ja fast schon die Karikatur von Außenpolitik. Sie muss selbst in die Region fahren, muss mit den Golfstaaten sprechen, muss mit der Türkei, unserem NATO-Partner, sprechen. Die Bundesaußenministerin empfängt heute in der Villa Borsig etliche europäische Kollegen. Die Themenpalette könnte bunter nicht sein. Ukraine und Syrien, Russland, Iran. Es öffnet sich ein Fenster, um möglicherweise etliche Krisen an Europas Grenzen zu befrieden. So, und damit schauen wir zu Steffen Schwarzkopf in Damaskus. Guten Morgen, Steffen. Man macht sich Sorgen, Gedanken in Europa über die Ausrichtung dieses Landes. Auch über Unabhängigkeit wird da gesprochen. Welchen Einfluss könnten denn Staaten wie Deutschland im Augenblick auf Syrien haben, nehmen? Und wird das überhaupt gewollt? Also ich habe den Eindruck, dass der Einfluss momentan da relativ gering ist. Der einzige Hebel ist tatsächlich Wiederaufbauhilfe, dass man da Bedingungen daran knüpft. Ansonsten ist es, glaube ich, für alle westlichen Regierungen, egal ob es die deutsche ist oder auch andere, so ein bisschen friss oder stirb. Das ist jetzt hier, die HTS ist jetzt hier der Ansprechpartner und ohne deren Anführer läuft gar nichts. Wer ist das? Eigentlich, es gibt so mehr und mehr zumindest Hinweise darauf, welche Ausrichtung auch diese Regierung haben könnte. Es gibt jetzt die Information beispielsweise, dass in auch künftigen Regierungen in Syrien keine Frauen vertreten sein sollen. Und der Justizminister, der amtierende, zwar ist das noch nicht offiziell von der Regierung bestätigt, der hat gesagt, dass auch Frauen nicht als Richterinnen arbeiten dürfen. Also da sieht man schon, in welche Richtung dieses Land zu gehen scheint. Also die typische westliche Demokratie, die man sich hier erhofft in den nächsten Monaten und Jahren in diesem neuen Syrien, die wird es ganz offensichtlich nicht geben. Steffen, du warst ja jetzt schon viel auch unterwegs in der Hauptstadt Damaskus, hast dir auch viel angeschaut, unter anderem eben auch das berüchtigste Gefängnis des gesamten Landes. Da spricht man auch in Syrien vom Schlachthaus. Was hast du da erlebt? Also vor allem viele Menschen, die einfach hoffen, vielleicht Anhaltspunkte darüber zu finden, was aus ihren
Angehörigen geworden ist. Die Zahlen, die gehen ein bisschen auseinander, von 10.000 bis zu 50.000 Verschwundenen und Vermissten ist da immer noch die Rede. Wir hören gerade im Hintergrund hier Explosionen, manchmal auch Maschinengewehrfeuer. Das gehört auch zum Alltag hier in Damaskus noch dazu. Aber es ist viel Ungewissheit da. Zum einen das Politische, was ich gerade angesprochen habe. Wie geht es weiter? Zum anderen eben auch die Gegenwart und die Freude, die wir erlebt haben auf den Straßen, dass das Regime von Assad jetzt beendet ist, die ist gemischt mit sehr viel Verzweiflung, sehr viel Emotion und sehr viel Wut, wie wir haben erleben können. Der Tod ist hier gegenwärtig und das Leid der vergangenen Jahre. In der Leichenhalle des El-Mustahed-Krankenhauses suchen Angehörige nach ihren Familienmitgliedern, ihren getöteten Familienmitgliedern. Immer neue Leichen werden hierher gebracht aus dem Saydnaya-Staatsgefängnis. Wut und Verzweiflung. Hisham sucht nach seinem Großvater und seinem Onkel. Sie wurden ins Gefängnis geworfen, als ich 13 Jahre alt war. Aber selbst wenn Sie jetzt hier im Krankenhaus sind, wie bekomme ich Gewissheit? Schauen Sie sich doch die Körper, die Gesichter an. Ich weiß nichts. Manche mögen 30 Tage tot sein, sagt uns dieser Arzt, andere schon länger. Wir versuchen sie zu identifizieren, ihre Zähne, Haut, wir machen DNA-Analysen, wir suchen auch nach Tattoos oder Ähnlichem. Tausende, Zehntausende gelten als vermisst, doch wo sind sie? Gefängnisse werden weiter durchsucht, es kursieren Insassenlisten, Namen noch und nöcher. Diese Männer versuchen eine Wand einzubrechen, sie haben eine Metalltür entdeckt. Sind dort noch lebende Gefangene, womöglich ein Kampf gegen die Zeit mit Brecheisen. Es liegt extremer Verwesungsgeruch hier in der Luft und die Leute sagen uns gerade, es könnte sein, dass es noch Gefangene eingeschlossen hinter diesen Mauern gibt. Sie wollen die Hoffnung nicht aufgeben, noch nicht. Und gleichzeitig will sich niemand vorstellen, was hier über Jahre in diesen Zellen vorgegangen ist. Ja. So, und noch eine Anmerkung zu dem, was wir da gerade gesehen haben und was wir erlebt haben. Solange wir in diesem Gefängnis waren, ist es dort den Männern nicht gelungen, diese Wand aufzubrechen. Wie gesagt, sie hatten ja die Hoffnung, dass möglicherweise dort Gefangene noch am Leben sein könnten. Aber nach allem, was wir dort erlebt haben und gerochen haben, ich muss es so klar sagen, bezweifle ich, dass es dort noch Überlebende gibt, sondern dass man da höchstens weitere Tote finden wird. Steffen, danke schön nach Damaskus.